Für geniales Pulled Pork brauchst du nicht unbedingt einen Grill. Tupfe das Fleisch und wenn oben so ein dicker Fettdeckel sitzt, kannst du ihn etwas zurückschneiden. Nicht komplett blank machen, aber dieses reine Fett brauchst du wirklich nicht. Jetzt machen wir den Rub selbst und zwar direkt so, dass etwas auf Vorrat bleibt, damit du beim nächsten Mal nicht wieder von vorne anfangen musst. In die Schüssel kommen 100 Gramm brauner Zucker, 2,5 Esslöffel Salz, dieselbe Menge an Paprikapulver edelsüß, 1,5 Esslöffel geräuchertes Paprikapulver, 1,5 Esslöffel schwarzer Pfeffer, 1,5 Esslöffel Zwiebelgranulat und 2 Teelöffel Knoblauchpulver. Und jetzt kurz ehrlich, Thymian ist für BBQ-Rubs eher exotisch, ich feiere das aber in winziger Menge, weil es Tiefe gibt, ohne alles zu überdecken. Deshalb nehme ich, wenn überhaupt, wirklich nur einen halben Teelöffel Thymian. Dann rührst du das sauber durch, bis der Zucker keine Klumpen mehr macht. Diese Menge reicht locker für 2 Durchgänge, inklusive einem gehäuften Esslöffel für die BBQ-Soße. Und jetzt kommt ein kleiner Backofen-Smoke-Hack. Du verrührst 3 Esslöffel Senf mit etwa 15 Tropfen Liquid Smoke. Wenn du das Zeug nicht kennst, mach's wirklich nur tropfenweise und probier's erstmals. Das Zeug ist extrem konzentriert. Und wenn du es schon kennst, dann hau rein so viel du willst. Und das streichst du hauchdünn aufs Fleisch, so wie ein Kleberfilm. Wenn du keinen Senf willst, kannst du alternativ auch neutrales Öl nehmen. Das funktioniert als Binder genauso. Dann kommt der Rub drauf. Du verteilst ihn rundum und drückst ihn gut an, bis das Fleisch überall gleichmäßig bedeckt ist. Und wenn du wenig Zeit hast, kann das Fleisch im Prinzip schon jetzt in den Backofen. Aber ich empfehle dir, es mit etwas Vorlauf zu machen und das Stück sehr dicht in Frischhaltefolie eingewickelt über Nacht im Kühlschrank ziehen zu lassen. Das lohnt sich brutal. Am nächsten Tag heizt du den Backofen auf 155 Grad vor. Das Fleisch kommt auf den Rost und drunter stellst du eine Schale. In die Schale gibst du einen ordentlichen Schuss Apfelsaft, sodass der Boden bedeckt ist. In den Apfelsaft kommt jetzt noch Aroma. Knoblauchzehen nach Belieben, einmal kräftig andrücken und rein damit. Dazu Thymian. Das sorgt einfach für ein feuchtes Klima im Ofen und jetzt lässt du das Ganze 3 Stunden laufen. Während dieser 3 Stunden mache ich ganz entspannt die geilste BBQ-Soße überhaupt. Dafür stellst du einen Topf auf den Herd und gibst 300 Gramm Ketchup rein. Dann kommen einen Esslöffel Senf, 2 Esslöffel Worcestershire-Sauce, 2 Esslöffel Apfelessig und 2 Esslöffel Zitronensaft dazu. Und für die Würze gibst du einen gehäuften Esslöffel von deinem Rub rein. Und damit das süß-sauer richtig rund wird, kommen außerdem 60 Gramm brauner Zucker und 2 Esslöffel Honig dazu. Als Basis nimmst du noch 100 ml Schweinefond und dazu gibst du außerdem etwa 50 ml Bourbon. Du kannst natürlich auch einen anderen Whisky nehmen, aber meiner Meinung nach solltest du hier keinen Single Malt oder ähnliches verwenden. Bourbon passt einfach perfekt zur BBQ-Soße, weil er diesen süßlichen Vanille- und Karamellnoten mitbringt und sich geschmacklich viel besser einfügt. Für die Rauchnote nehme ich gerne eine Ancho und eine Chipotle Chili. Der Ancho bringt ein leicht pflaumiges, rosinenartiges, dunkles und mild rauchiges Aroma mit, während der Chipotle einen klaren Rauchkick plus eine warme, würzige Schärfe reinbringt. Beim Ancho entfernst du aber vorher die Kerne und die dicken Innenhäute und legst ihn danach ungefähr 5 Minuten in heißes Wasser, damit er einweicht. Jetzt aber mal ehrlich, wenn du das Video bis dieser Stelle gesehen hast, dann gefällt's dir doch. Dann sei bitte so nett und unterstütze mich mit einem Like. Dann kannst du ihn zusammen mit der Chipotle ganz entspannt pürieren und beides in die Soße geben. Wenn du aber nur eine kaum spürbare Schärfe willst, kannst du die Chipotles weglassen und nimmst stattdessen 2 Anchos. Für Tiefe und Farbe gibst du einen Esslöffel Zuckerrohrmelasse dazu. Das reicht völlig, weil Melasse ziemlich kräftig ist. Wenn du aber keine Melasse hast, kannst du alternativ einen Schluck Malzbier nehmen, so in etwa 100 Milliliter. Und jetzt solltest du die Soße kurz abschmecken. Wenn dir das zu sauer ist, gibst du einfach einen Tick Honig oder Zucker dazu. Oder wenn es dir zu süß ist, passt ein Mini-Schuss Essig oder Zitrone. Danach rührst du alles durch und lässt die Soße auf mittlere Hitze reduzieren, bis sie sämig wird und am Löffel haftet. Diese BBQ-Soße ist einfach der Hammer. Sowas kannst du natürlich nicht kaufen.
Aber für den Moment lässt du sie einfach beiseite und nach 3 Stunden holst du den Nacken aus dem Ofen. Außen hat er jetzt richtig schön Farbe und schau mal, hier sogar schon eine kleine Kruste. Genau so willst du das. Innen ist aber die Kerntemperatur noch nicht da, wo wir hinwollen. Deshalb machen wir jetzt die Texas Crotch Nummer und packen das Fleisch ein. Wenn du Butcherpapier hast, kannst du das natürlich nehmen, weil das einfach das Beste ist. Aber wenn nicht, und das ist bei den meisten so, machst du es ganz pragmatisch mit Backpapier und Alufolie. Alufolie auslegen, Backpapier drauf, Fleisch drauf und das Ganze so formen, dass es dicht ist und du Flüssigkeit reingießen kannst. Dann gibst du einen Schluck Schwarz- oder Malzbier ins Paket. Mehr brauchst du nicht. Das Paket machst du richtig dicht zu und schiebst es wieder bei 155 Grad in den Ofen. Wenn du ein Thermometer nutzt, peilst du eine Kerntemperatur zwischen 93 und 95 Grad an. Aber ab 93 würde ich schon mal checken, was Sache ist. Wenn du aber keins hast, kannst du aber mit ungefähr 2,5 bis 3 weitere Stunden rechnen. Wenn es soweit ist, machst du den Gabeltest. Du öffnest das Paket vorsichtig nach etwa 2,5 Stunden und stichst mit der Gabel rein. Wenn die Gabel fast ohne Widerstand reingeht und sich das Fleisch an einer Ecke schon leicht verdrehen oder anfassen lässt, bist du genau da, wo du möchtest. Wenn das Fleisch soweit ist, machst du es wieder zu und lässt es unbedingt 30 Minuten ruhen, wenn es noch eingepackt ist. Danach öffnest du das Paket vorsichtig und vergiss natürlich den Saft der Backschale nicht. Der ist pures Gold. Jetzt das Fleisch zupfen. Dabei kannst du Krallen, Zangen oder 2 Gabeln nehmen. Hauptsache du ziehst es auseinander. Servieren mag ich's ganz klassisch. Bun toasten, Krautsalat drauf, Pulled Pork drauf und dann ordentlich BBQ-Soße drüber. Und wenn du sehen möchtest, wie du mit dieser unglaublichen BBQ-Soße die geilsten Backofen-Spare-Ribs zaubern kannst, ist das Video auf der rechten Seite genau das Richtige für dich. Ansonsten, wenn du weitere Weltklassiker Latino-Fusion-Rezepte schauen möchtest, ist die Playlist drunter genau dein Ding.